Feeding Fate. Kapitel 1. Abgehauen. Ich wollte laut sein, auffallen und meine Wut rauslassen. In diesem Moment hätte mich jeder, der in mein Zimmer ohne anzuklopfen reingekommen wäre, aufgeregt. Dieser Kerl sollte sich nicht mehr vor die Tür trauen, mich einfach so zu verlassen. Mich! Wie kann er es wagen? Wir hatten so viele Pläne geschmiedet für unsere gemeinsame Zukunft. Da sieht man doch mal wieder, wo Liebe hinführen kann. Liebe ist nichts anderes als ein gutes Gefühl für den Moment. Doch wenn es dann um die Realität geht, dann sieht es ganz anders aus. Er wollte sein Leben mit mir verbringen. Wir wollten zusammenziehen, Kinder kriegen. All diesen kitschigen Scheiß, den ich freiwillig sicherlich nicht mitgemacht hätte. Naiv. Ich war einfach nur naiv. Dieses Arschloch hat auch im Endeffekt bekommen, was es wollte. Ein paar Nächte mit mir hier und da, meine Jungfräulichkeit und ebenso einige andere meiner ersten Male hatte er bekommen. Ihm wird es sicherlich richtig viel Spaß gemacht haben. Dennoch, für mich ist es alles nie nur Spaß gewesen. Ich musste meine Wut auf ihn irgendwie rauslassen. Irgendwo musste doch meine E-Gitarre sein, welche ich von meiner Mutter damals zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Eigentlich benutzte ich dieses Ding nur in äußersten Notfällen. Doch genau dies war ein Notfall. Die ganze Welt sollte es hören, wie sehr ich diesen Typen verabscheue und wie sauer ich auf ihn war, dass ausgerechnet er mit mir Schluss gemacht hat. Ein Zimmer unter mir schien meine Mutter nicht gerade wirklich von meiner Idee begeistert zu sein. Sie war sonst so friedfertig, liebevoll und nett, doch meine extrem laute Musik brachte sie endgültig auf die Palme. Mit lauten Schritten stapfte sie die Treppe zu meinem Zimmer hinauf. Ohne auch nur ansatzweise daran zu denken, anzuklopfen, stürmte sie in meinen Raum rein und fing an, sich lauthals zu beschweren. »Chloe, dreh die Musik leiser! Was ist denn nun los mit dir? Diesen Lärm hält ja keiner aus!« beschwerte sie sich bei mir. Die Wut in mir musste ich an irgendwem rauslassen. »Geh raus, Mom! Verschwinde! Mach die scheiß Tür zu! Ich will dich hier nicht sehen!« erwiderte ich ihr mit einem aggressiven Unterton. »Ich will doch nur wissen, was mit dir los ist. Du bist seit einigen Tagen schon so komisch. Du schließt dich in deinem Zimmer ein, isst kaum was und kommst nur raus, wenn du ins Bad musst.« Oh, sie hatte ja keine Ahnung. So schlecht habe ich mich in meinem ganzen Leben noch nicht gefühlt. Jedoch wollte ich nicht traurig sein, sondern eher wütend. Alles, was ich wollte, war meinem Ex-Freund meine Meinung zu geigen, ihm gegenüberzustehen und mit all den schönen Worten, welche mir im Laufe der vergangenen Tage eingefallen waren, zu bombardieren. Mit Nachdruck versuchte ich es ihr noch einmal deutlich zu machen. »Mama, ich sagte, geh raus! Ich brauch dich hier gerade überhaupt nicht!« Sie gab endlich nach, fügte murmelnd noch irgendwelche Worte bei, von wegen, dass ich nicht so ausrasten sollte und dass man so nicht mit der eigenen Mutter umgeht. Aber dies war mir dann doch ziemlich egal. Ehe ich mich versah, war sie endlich aus meinem Zimmer raus und ich konnte meiner Wut wieder mit Hilfe meiner E-Gitarre freien Lauf lassen. Unterdessen ging ein unscheinbares Mädchen, leicht anzüglich bekleidet, durch eine etwas dunklere Gegend. An dem Punkt muss ich zugeben, dass sie sich wirklich hätte vernünftiger kleiden sollen. In einem unterirdischen Gang, fernab von der Zivilisation, versteckte sich ein mittelgroßer Mann mit brünetten, kurzen Haaren. Die Frau selber dachte sich anscheinend nichts dabei, so spät alleine durch die dunkle Seite der Stadt zu gehen. Fataler Fehler. Jener Mann sprach sie an, versuchte an sie heranzukommen. »Hey Mädchen, siehst echt schön aus«, leitete er das kurze Gespräch ein. »Was willst du von mir? Kenne ich dich?« fragte sie mit zierlicher Stimme. Plötzlich, aus heiterem Himmel und ohne Vorwarnung, rannte er auf sie zu, packte sie an beiden Armen und antwortete auf ihre Frage, was er von ihr wollte, mit »Dich«. Niemand möchte wissen, wie sie sich in diesem Moment gefühlt haben muss. Ein wildfremder Mann rennt auf sie zu und packt sie an, und dabei sollte es nicht bleiben. Mehrmals bat sie um Erbarmen, dass er sie doch wohl freilassen würde, dass sie noch viel zu jung sei. Ihm war dies alles egal. Er ging sogar noch einige Schritte weiter. Unter seinem Kommando und seinen Drohungen, dass er sie schlagen würde, musste sie sich vor ihm ausziehen, bis auf die Unterwäsche. Weil ihr das Leben wichtiger war als alles andere, tat sie dies auch. »Bitte, tu mir nicht weh. Ich mach alles, bloß lass mich gehen.« Der Fremde wollte nicht loslassen, fing an, sie zu schlagen und letztendlich ihr nach dem ganzen Akt auch noch das Leben zu nehmen. Gerüchten zufolge soll er ihre Leiche danach verbrannt haben, um jegliche Spuren von dieser Tat zu verwischen. Dennoch, ganz ohne Beachtung der Medien, blieb dieser Vorfall nicht. Meine Mutter saß gerade unten in der Wohnstube, immer noch leicht besorgt, wie es mir geht.
Die Musik, welche ich vorher lautstark produziert habe, war schon längst verstummt. Alles, was sie unten hören konnte, war ihr Fernseher mit ihrer Lieblingssendung, welche aber wegen einer Eilmeldung unterbrochen wurde. Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen zu den Nachrichten. Wir unterbrechen Ihr Abendprogramm nur ungern, dennoch haben wir soeben schockierende Neuigkeiten erhalten. In der Stadt Kemir sei Vorsicht geboten. Laut Aussage der Polizei treibt sich ein gefährlicher Mann durch die Gegend. Gegen ihn wird gerade ermittelt. Er hat bereits 2 unschuldigen Frauen ihr Leben genommen. Zuvor hatte er beide jeweils missbraucht. Alle Schulen in Kemir wurden zur Sicherheit der Kinder geschlossen. Gesucht wird ein Mann im Alter von etwa 20 Jahren. Er ist ca. 1,80 Meter groß und hat brünettes, kurzes Haar. Sollten Sie seinen Aufenthalt wissen, so teilen Sie das bitte der örtlichen Polizei mit. Passen Sie auf sich auf. Ertönte es von der Nachrichtensprecherin aus dem Fernseher. So panisch war meine Mutter noch nie. Dank diesem Fernsehbericht machte sie sich extrem große Sorgen und ihr erster Gedanke war, nach oben in mein Zimmer zu gehen und mich zu informieren. Oben angekommen, fand sie jedoch niemanden auf. Ich war schon längst abgehauen.